Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Clash of Empires. Ja, und ihr seht, wir haben es geschafft, wir sind auf Rang 1. Wir haben ja letztes Mal einen über 5 Stunden Livestream von diesem Spiel gemacht und haben dieses Spiel durchgegrindet, haben die Kampagne komplett durchgespielt und haben versucht, den Rang 1 zu jagen. Aber on-Stream war mir das leider nicht möglich, weil gefühlt irgendwie die Top 30 im Stream auch mit dabei waren, ja. Und das war ziemlich schwierig. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade off-Stream und ja, jetzt seht ihr, habe ich gerade das erste Mal den Platz 1 hier gehittet und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, freut mich auch sehr und ja, wird wahrscheinlich nicht von langer Dauer sein. Du musst aktiv hier am Grinden sein, am Zocken sein, damit du hier deinen Platz hältst. Womit ich das geschafft habe, ist jetzt aber ganz simpel und einfach. Und zwar habe ich einfach die Rache-Funktion genutzt, ja. Die Rache-Funktion ist eine Funktion, die anfangs überhaupt nicht ging, die nicht ja, großartig umsetzbar war. Aber die Rache-Funktion gibt einen sehr viel Ehre, wenn man halt die richtigen Leute angreift. Hier zum Beispiel The Real Tom. Das ist jemand, der ist, glaube ich, jetzt gerade auf Platz 3 oder irgendwie so. Und ja, ich habe auch meine Formatierung ein bisschen umgestellt für die Leute, die auch im Livestream mit dabei waren. Die haben ja gesehen, ich habe die Margarete gehabt, den Bertram und dann die Krieger, die für Gold und halt die Bogenschützen, die ich jetzt drin habe. Diese Kombination, muss ich sagen, finde ich deutlich, deutlich besser. Hier mit der Elfriede hier oder Elfreda oder so und den Ork, den ich freigeschaltet habe. Der Ork ist unglaublich overpowered. Also der ist richtig, richtig stark und der hält vor allen Dingen super viel aus. Der hat super, super viel Leben. Viel mehr als der Bertram. Haut nicht ganz so viel Schaden raus, ja, aber der ist super, super tanky und das ist für meine Backline hier, ist das richtig, richtig nice. Die hauen von hinten den Schaden raus. Und mein Ork, der tankt hier die ganze Zeit alles weg. Und in der Zeit können die sich halt hier hinten voll entfalten. Elfreda backfired von ganz, ganz hinten. Ich habe sie in die letzte Ecke gestellt, ja, da wo sie auch hingehört. Und das ist unglaublich krass, was die zusammen an Schaden raushauen. Und ich habe die noch nicht mal auf Max-Level. Hier die Elfreda habe ich auf 19 und den Dulam habe ich hier bald auf 15. Und wenn ich dann noch die Spezialfähigkeiten von den beiden Einheiten freigeschaltet habe, dann holla die Waldfee. Dann geht es aber hier richtig ab. Ja? Dann ist hier aber wirklich, ja, und jetzt gucken wir mal in die Kämpfe. Und ich habe jetzt, ich gegen The Real Tom jetzt hier? Ja, ich glaube ja, da ich gekämpft habe ich als Platz 1, da muss man ja auch dazu sagen, 68 Ehre bekommen. Ist viel auf Platz 1 so viel Ehre nochmal zu bekommen, weil auf Platz 1 bist du eigentlich, ja, bekommst du kaum noch irgendwo Ehre. Also könnt ihr euch vorstellen, das war gegen The Real Tom und der hatte so viel Ehre gehabt. Also das ist, ja, ist auf jeden Fall eine sehr nice Funktion. Dass das jetzt funktioniert, freut mich sehr und hat mir jetzt auf jeden Fall auch, ja, zur Hilfe verschafft, dass ich hier Platz 1 schaffe. Endlich mal, ja. Ich war ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass ich nicht live im Stream den Platz 1 gehittet habe. Aber dafür bin ich jetzt umso happy, ja, umso glücklicher. Jetzt müssen wir einfach mal bei Deutsch bleiben, ja. Wäre ja auch mal angebracht vielleicht, dass wir jetzt hier das so geschafft haben. Ja, alle Leute, die hier mich angegriffen haben, die, ja, da kann ich mich dann rächen. Hier, Epic Fail Zwerg und Epic Horst. Ne, Epic Horst haben wir schon. Epic Fail Zwerg. Wo war Epic Fail Zwerg? Hier auf Platz 3. Der würde mir tatsächlich auch nochmal ein bisschen Ehre geben. Wahrscheinlich, hoffe ich mal. Wie gesagt, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter von der Ehre als dieser Epic Fail Zwerg. Das heißt, eigentlich dürfte er mir nicht sehr viel mehr geben. So, aber es ist halt schwer, auf Platz 1 an noch mehr Ehre zu kommen, weil du musst halt dann nur, es geht halt nur, wenn du Platz 2 oder Platz 3 findest. Und das geht halt, wenn du die ganze Zeit so suchst, ne, normalen Kampf suchst, geht das halt so gut wie gar nicht. Das ist so gut wie gar nicht machbar, weil, ja, das noch ziemlich random ist so. Das soll noch irgendwie gefixt werden. Oder ist schon gefixt, ich weiß nicht. Es geht ja irgendwie wohl nach, ja, ich weiß nicht, ich will da auch nicht, keine Ahnung, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen irgendwie. Irgendwie nach Level oder so, ja.
Also das ist ziemlich random noch das Ganze. Machen wir mal ein Feuerbällchen rein. Ja, ich zeige euch nochmal gleich, was ich hier alles geupgradet habe und so. Und das ist jetzt richtig easy, gegen die ganzen Leute dann auch ja, zu gewinnen, gegen die ich dann auch hier angegriffen habe. Meine andere Formation, die hatte mir immer schon nicht so ganz so gut gefallen, muss ich sagen. Da waren irgendwie immer Schwächen dabei. Aber hier sehe ich momentan wirklich keine großartige Schwäche in der Formation, muss ich sagen. Bisher habe ich da überhaupt keine Probleme gehabt. Wir sind jetzt auf 7509 Ehre. Das ist sehr nice. Wir haben hier durch den Kampf nochmal 86 Ehre bekommen, obwohl wir schon Platz 1 sind. Das ist eigentlich so gut wie, ja, gar nicht großartig machbar, aber halt Platz 2 und Platz 3 geben noch. Und ja, das ist halt ziemlich cool. Ja, ihr seht, Ressourcen habe ich hier auch im Überfluss auf jeden Fall. Also das ist momentan hier alles kein Problem. Da können wir auch nochmal ein bisschen hier reinspenden hier in die Gilde. Das ist auch alles kein Problem. So außer Gold. Gold ist irgendwie immer noch sehr starke Mangelware. Und ja, wir warten mal kurz auf die Krieger, damit wir die gleich neu ausbauen können. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Die anderen haben natürlich nicht so viel, oder die haben natürlich viel mehr Macht als ich. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie halt eine viel größere Armee haben, aber ich halt gerade meine Armee benutzt habe, um halt auf Platz 1 hier zu klettern. So, und dann zeige ich euch mal kurz meine Fortschritte. Ja, und zwar beim Militär bin ich relativ weit jetzt schon im Skilltree hier. Ne, hier alles ausgebaut. Bewegungsgeschwindigkeit habe ich hier auf 3. Dann ist hier alles auf 1, 1, 1. Ne? 1, 1, 1. Hier bin ich jetzt gerade dabei, die Reichweite zu erhöhen von meinen Fernkämpfern. Das ist ziemlich stark für meine Konstellation. Und weiter bin ich noch nicht, weil der Rest kostet hier. Das kostet Gold. Das kostet Gold. Und das Gold habe ich momentan nicht. Bewegungsgeschwindigkeit auch nice. Kostet aber auch Gold, ja. Dann haben wir Zivil. Da haben wir einmal Lagerkapazität 2, dann haben wir hier so ein bisschen Goldproduktion auf 3, ganz wichtig, essentiell auf jeden Fall, weil Gold immer Mangelware ist. Bin gespannt, ob das gefixt wird, und weiter bin ich hier noch nicht. Also im Militär bin ich deutlich weiter als hier im Zivil, aber ja, ganz ehrlich, hey, ich habe Ressourcen im Überfluss. Das Einzige, was interessant wäre, wäre das nochmal hier, ne? Aber ansonsten brauche ich hier eigentlich, sind wir mal ehrlich, nicht wirklich viel. Ja, Magie bin ich auch nicht sehr weit. Hier, das ist sehr wichtig, dass ich den Feuerball auf Stufe 3 habe vom Schaden her, ja, auf die höchste Stufe gebracht habe. Der macht unglaublich viel Schaden und one-shottet jetzt halt auch so eine Langbogenschützen. Ne? Also die waren ja mit Feuerball Stufe 1, waren die, glaube ich, nicht One-Hit mit Feuerball. Aber hier, die meine ich hier, die Langbogenschützen. Die mit dem Feuerball zu One-Hitten, sehr nice. Ich glaube sogar die Soldaten, also die Krieger hier, die sind auf irgendeinem Level, habe ich die auch schon mal gewone-shottet, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob die, ja, ob das so gewollt war irgendwie oder ob die vorher schon gedamaged waren oder so. Klaus, einfach die Top-Platzierung. Dürfen wir als Entschädigung wenigstens mit einem neuen Video zu Clash of Empires rechnen. Wildcard, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt hier live quasi im Video. Ja. Wildcard, auf welchem Platz war denn Wildcard? Ah, hier auf Platz 4 jetzt mittlerweile. Ja, tut mir leid, es tut mir leid, aber ich möchte mir auch mal einmal zumindest meinen wohlverdienten Platz 1 sichern. Wenn ich es schon nicht live im Stream geschafft habe, dann wenigstens hier. Wie gesagt, guckt euch den Livestream im Nachhinein an, der ist sehr nice für alle Leute, die sich für das Spiel hier interessieren. Sehr coole, sehr cool und vor allen Dingen sehr spannend auch gewesen. Das war ja die Jagd auf Platz 1, war wirklich eine Jagd gewesen. Es war wirklich eine Jagd. Es war so super spannend. Also, ja, gut, ich kann euch auch nochmal zeigen, was wir sonst noch hier so haben. Und zwar, hier haben wir jetzt momentan meine ganzen Helden. Bertram habe ich hier auf Stufe 20, ne, mit 2 Zweier-Ausbau. Hier auf Stufe 1, 2 ist ja momentan das Maximale. Höher geht es ja nicht von den Spells her, ne? Dann haben wir hier die Margarete. Das ist ja die Kombination, die ich am Anfang verwendet habe. So, ne, hier ganz wichtig, dass halt die Fernkampfeinheit um 8% Schaden erhöht wird. Der Rest ist hier nicht ganz so wichtig. Ja, aber dann habe ich halt gemerkt, die Margarete ist halt ziemlich nahkampflastig. Also die muss ziemlich weit vorne stehen. Das heißt, die ist direkt hinter Bertram gelaufen. Und da Bertram auch nicht so der tanky Motherfucker ist die Margarete auch relativ schnell drauf gegangen, weil die auch super wenig Leben hat. Und die targetet halt nur ein Ziel, was auch nicht so gut ist. Deswegen nehme ich momentan lieber die Elfreda, weil die range-technisch
unglaublich stark ist. Die hat eine super Range, haut viel Schaden raus und ihre ihre aktive, wenn sie sich aufgeladen hat, macht sie sogar noch Flächenschaden, was auch sehr stark ist, so, ne? Dann halt hier die Passive ist auch sehr nice, verringert die Panzerung feindlicher Einheiten gegen Distanzangriffe. Das ist auch sehr gut für meine Konstellation. Und wenn ich das hier freigeschaltet habe, ist es natürlich auch nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen. Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer für alle Fernkampfeinheiten um 5%. Da muss ich sagen, da hat mir das hier besser gefallen. Der Mindestschaden aller Fernkampfeinheiten um 8%. Da hat man die safen 8% und hier ist so ein bisschen lucky, ne, mit Crit. So. Und der Typ hier, ihr seht schon, wie viel Leben der hat. Der ist auf Stufe 14 und hat 1030 Leben. Und er ist hier auf Stufe 20 und hat 640. Der ist super tanky, jetzt schon. Und vor allen Dingen im Late Game ist der unglaublich stark. Also wenn er jetzt Stufe 20 ist, will ich nicht wissen, wie viel Leben der dann hat. Haben bestimmt schon einige und das ist super krass, bis du den down hast. Ne? Und dann hast du eine starke Backline mit der Elfreda und meinen anderen Bogenschützen. Momentan das Stärkste, was ich mir zusammengebaut habe. So, ja, und wenn wir hier auf Stufe 20 sind, erhöht den Schaden aller Nahkampfeinheiten um 5%, was für mich auch nochmal sehr stark ist. So, ne, was haben wir hier noch? Maximal Heldenschaden so und nochmal seine Aktive wird auch nochmal verstärkt. Bei ihm war hier Angriffsgeschwindigkeit aller Nahkampfeinheiten, ist auch sehr nice. So, und ja, aber dafür haben wir hier jetzt den Schaden auf Stufe 20. Und wenn man sich, wie gesagt, mal meine Konstellation anschaut, erstmal im Vergleich, so, also wir haben halt hier den Nahkampf, da bleibe ich bei meinen normalen Soldaten, dann nehme ich Kriegern, dann nehme ich nicht die Soldaten für Gold, weil erstmal goldsparender und zweitens schnelle Produktion und drittens, es sind mehr auf jeden Fall, das heißt, der Gegner braucht längere Zeit, um die zu dezimieren, sind natürlich sehr schadensanfällig gegen Flächenschaden und so. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Passive vom Ork, dass hier der Angriffsschaden erhöht wird, sehr nice. Elfreda, die Passive, dass hier der Crit-Schaden erhöht wird, auch sehr nice. Und was auch noch ein sehr krasser Vorteil ist im Vergleich zu meiner anderen Konstellation ist, dass erstmal der Ork muss besiegt werden, dann müssen die Soldaten besiegt werden, dann müssen die Fernkampfschützen besiegt werden und also ja, die Bogenschützen hier und dann kommt erst die Elfreda. Also die Elfreda ist wirklich die letzte Instanz. Das war ja meine letzte Konstellation, die sah so aus im Kampf. Wenn ich angegriffen habe, sah die so aus. So sah die ungefähr aus, ne? Und das ist halt ziemlich riskant, ne? Ich glaube, die stand bei mir noch ein bisschen weiter in der Ecke, aber ja. Und dadurch riskant, weil Bertram ist schnell down, Soldaten sind auch nicht so super nice, finde ich irgendwie. Kannst halt zwar viel abdecken so, aber finde ich, weiß ich nicht. Und die Margarete ist halt relativ schnell, weil die halt vorne stehen muss, ist sie halt auch down. Relativ schnell kommen da die Truppen ran. Und du hast halt diese Bogenschützen, die sind halt so daneben gewesen und nicht dahinter, weil ich könnte es auch so machen, dass wir das so hinstellen, aber dann muss die Margarete trotzdem nach vorne laufen, um ja, die Truppen da zu dezimieren und dann hat sie auch nichts gewonnen davon. Ne? Und außerdem, umso mehr sie laufen muss, umso weniger hat sie Zeit, um Schaden rauszuhauen. Also ja, für die Verteidigung nehme ich das noch, weil weil ich die beiden Helden auf Stufe 20 gelevelt habe, so, ne? Aber im Angriff würde ich das nicht mehr nehmen. Und ich nehme auch hier einmal die Langbogenschützen mit rein, anstatt zweimal hier diese Fernkampfschützen hier, also diese hier. Einfach aus dem Grund, weil jeder mit einem Feuerball spielt. Und ja, jetzt auf Feuerball Stufe 3 sind die natürlich auch One-Shot hier, genauso wie die. Allerdings hat noch nicht jeder wahrscheinlich Feuerball Stufe 3, deswegen ja, splitte ich das so ein bisschen auf. Damit nicht beide Fernkampfeinheiten gewone-shottet werden mit einem Feuerball. Das ist so mein Plan dahinter. Ne? Ja, ansonsten ist ja hier alles soweit durchgespielt. Hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen XP holen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Let's go. Okay, lässt mich jetzt noch keine XP holen, vielleicht gleich nochmal. Aber ja, momentan gibt es halt jetzt erstmal nicht so viel zu zeigen, weil ich habe ja jetzt euch das meiste ist ja jetzt schon begrenzt so. Wir können jetzt auch nicht mehr großartig hier weiterspielen. Ich muss zwar das hier noch ausbauen, dann, um
ja, das dann nachher auf Stufe 6 zu bringen, aber es geht nicht auf Stufe 6, weil es momentan gecapped ist auf Stufe 5. Also bleibt mir nur noch dann ein bisschen hier in der Forschung ein bisschen was auszubauen, soweit wie ich komme. Und dann haben wir eigentlich alles so erreicht. Das Einzige, was ich noch gerne haben wollen würde, ist die Helden würde ich noch ganz gerne freischalten hier. Und zwar Shakes, Fidget und diesen rucholosen Raubritter. Die würde ich gerne sehen wollen. Hier, man muss ja diese Pokale suchen und die bekommt man halt durch PvP-Kämpfe random zugeteilt. Die würde ich ganz gerne noch haben wollen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das Ganze klappt in der Alpha und das dauert auch ziemlich lange. Hier bin ich jetzt bei 71, 72 und bei 67. Ne? Also ja, und ich habe auch schon einige Kämpfe bestritten. Wir können mal in die Statistik reinschauen. Hier haben wir jetzt Ehre, 7509, Rang 1, Macht, Kampffortschritt, Gilde, Gildenehre, Gildenrang und hier haben wir die Kampfinfos. Siege habe ich jetzt knapp 600, Niederlagen 75. Besiegte Einheiten haben wir hier, verlorene Einheiten, verwendete Zauber, ausgelöste Fallen. Also ich habe schon knapp 600 Kämpfe gemacht. Was gar nicht mal so viel ist. Es gibt Leute, habe ich schon gehört, ich weiß gar nicht, wer das war das Epic Failswerk oder so? Irgendwer hatte geschrieben gehabt, im Discord, glaube ich, dass er schon über 1000 oder so hat und erst irgendwie bei diesen Figuren irgendwie bei 80 oder so ist. Also nicht viel weiter als ich. Also ist schon krass. Ich glaube, umso mehr man hat, umso seltener werden die nachher, die Figuren. Aber ja, das wäre auf jeden Fall noch das Einzige, was ich hier mir noch vorstellen könnte. Aber ansonsten, ja, haben wir das Game eigentlich soweit. Ach, Bro, ich hätte so gern mir die Erfahrung gesnackt, ne? Ja, so haben wir eigentlich soweit das meiste hier durchgespielt. Wie gesagt, ein paar Sachen gibt es noch, die man ausbauen kann und so. Aber ansonsten, so, okay, gut, jetzt findet jetzt gar keinen, muss ich wahrscheinlich gleich neu starten. Ja, genau, aber wir beenden das Video mit diesem Screen hier, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich bin gespannt, ja, wenn es irgendwas Neues gibt, werde ich euch auf jeden Fall berichten über das Game hier weiterhin und ja, es macht mir auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Dafür, dass es eine Alpha ist, ein Early Access, läuft es eigentlich ganz stabil. Die Entwicklungszeit war natürlich lang, aber ja, ich bin gespannt, was jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall noch auf uns zukommt. Ich finde es auch nice, dass die Mitarbeiter und die Supporter von Playa einen Discord aufgemacht haben und dort so aktiv auf die Community die Fragen eingehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist sehr community-nah und ja, hat eine sehr geile Player-Base auf jeden Fall schon zum Anfang. Wir können mal schauen, wie viele Spieler momentan drauf sind. Hier 6387. Mehr sind noch nicht, aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, falls euch das Video gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten, ja, war's das soweit. Ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal.